Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deus Ex Human Revolution. Ich bin Noani, schön, dass du dabei bist. Wir sind immer noch in der Firmenanlage und wir werden mal den Aufzug nach unten nehmen und uns langsam unserem Ziel nähern, nämlich den Anführer der Söldner zu finden. Und dieser wird hier sein. Also nicht hier, aber gleich. Das ist hier alles voller hübsch würfelförmig verpackter Roboter, wie denjenigen, den wir ganz am Anfang gefunden haben. Was wir die Anlage betreten haben, der war ja genauso würfelförmig verpackt. Und dann hat ja einer der zwei Söldnertypen ihn aktiviert und dann ist er so rumgelaufen. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn die sich für den Transport so genau würfelförmig zusammenklappen können. Also insofern muss man schon sagen, intelligentes Design. So, hier ist aber sonst nichts. Ein paar Rohre. Kisten, die wir uns nicht anschauen können. Alles nur Deko bei Generatoren. Aber da ist leider auch nichts dahinter oder so. Dann wollen wir mal schauen, wer die Söldner anführt. Na gut, wir wissen es eigentlich eh schon. Also die 3 schwer augmentierten Leute, die wir schon in der ersten Folge kennengelernt haben. Looky here. We got us a Boy Scout. He must be the one who mucked up my operation at the morgue. Get rid of him, Barrett. Oh, that's gonna be a pleasure. Und damit herzlich willkommen zum ersten Boss von der Human Revolution. Ich muss mal kurz pausieren. Wenn der liebe Herr Barrett mir das erlaubt. Ich werde nämlich die Geschützturmkontrolle brauchen, wenn ich weiterhin meine Pistole nicht nutzen möchte. Ich finde das übrigens gut, dass der Barrett heißt und dass sein Arm sich in ein Maschinengewehr verwandelt. Auf wen das wohl anspielen soll. So, hier ist ein PC, das... Wozu ist der gut? Den kann ich, den muss ich hacken, weil ich ja das Passwort nicht. Wo muss ich denn da hin? Die Musik ist irgendwie nicht mehr so spannend. Oh, ach du Scheiße. Los. Okay, jetzt geht die Musik wieder los. Ich dachte schon irgendwie, dass der irgendwie die Sicht verloren hat und nicht mehr weiß, wo wir sind und deshalb einfach sich denkt, ja, ich gehe jetzt mal nach Hause. Ah! So, der PC hat jedenfalls der Geschütztürme, die ich übernehmen möchte, nicht gesteuert. Nee. Also muss ich mir den nächsten suchen. So, hier ist ein Lüftungsschacht. Vielleicht führt er mich zum nächsten PC. Ich finde das so geil, dass der nicht weiß, wo ich bin.
Das ist also die Programmierung davon einfach. Dass der nicht einfach stumpf immer auf mich zuläuft. Ich weiß auch gut, dass der da weiterhin Granaten durch die Gegend schmeißt, einfach so random. Ja, such du da mal schön weiter. Oh nein, da muss ich mich nicht auch durchhacken, oder? Scheiße. Der war gerade noch auf der anderen Seite. Das reicht doch bestimmt. Wo muss ich lang? Hilfe. Da muss ich lang. Ach du Scheiße. Access grant. Geh auf. Ich traue mich nicht. Ich schmeiß lieber so eine automatische Sekte ins. Bevor er mich durchs Fenster sieht. Da. Geschütze auf Gegner. Fixieren. Und jetzt werden nämlich die Geschütze auf ihn zielen. Wenn sie ihm den Schuss. Wenn er ihnen so rum in die Schussbahn gerät. Ich glaube, der war hier irgendwo gerade. Kann das sein? Nö. Mal schauen. Machen wir da noch ein bisschen Platz, wo das durchschießen kann. Ah. Die Geschütze sind aber schon, ne? Okay. Ich muss natürlich aufpassen, dass die Granaten die Geschütze nicht kaputt machen. Das heißt, sobald er in die Schussbahn gerät, müsste ich mal ihn zappen. Damit er nicht zurückschießen kann. Eine doppellöffige Schrotflinte. Einfach so random. Ja, es wird natürlich schwer, den noch zu zappen, wenn ich genau auch in der Laufbahn des Geschützes stehe. Also in der Schussbahn. Scheiße. Das muss ich natürlich irgendwie in die Richtung locken. Ja. Oder ich stelle das Geschütz einfach hier raus. Ja, er kommt hier gerade hier rum. Okay, da muss ich die schnell umdrehen. Hier ist eigentlich eh besser, weil die... Ja. Weil die ein größeres Loch haben. Zu schießen. So, versuchen wir mich von innen anzuschleichen. Oh, das ja. Das war ungefähr der Plan. Don't die on me yet. This Boy Scout's got a few questions to ask. Your leader, the one who called you Barrett. Who is he? Why is FEMA sending you after Seraph Industries? FEMA? You think FEMA gives a rat's ass about some rinky-dink biotech corporation's company secrets? You got worse enemies than FEMA. Yeah? Like who? Who? Get to Shanghai. Hengsha Court Gardens. Penthouse. Tell him... Tell him... Tell him Barrett sent you straight to hell! Jensen, what's going on down there? Those soldiers just sixed out like you wouldn't believe. They see you. No, I was flying dark in case it got hot. You all right? I'm fine. Patch me to Seraph. I'm getting you out of here first. Get to the LZ. I'll pick you up there. Ja, ja, also, Barrett hat sich wahrscheinlich wegteleportiert. Oh Mann. Aber das war doch irgendwie so ein kleines bisschen verdächtig, dass der uns die Information einfach so gegeben hat, oder? Auch wenn, und danach hat er sich einfach selbst umgebracht. Das macht doch keinen Sinn, oder? Wollte er nur quasi ein bisschen Zeit schinden.
Ich weiß es nicht. Deswegen alles voller Munition, die wir hätten vielleicht gebrauchen können. Weiß ich nicht. Aber sonst war hier, glaube ich, nichts mehr. Deswegen ist hier gestorben, nicht da hinten. Blödes Spiel. Hier ist noch ein Tor. Da schaue ich auch mal kurz, was sich dahinter verbirgt. Wahrscheinlich auch wieder Waffen. Also nicht wirklich was von Interesse für mich. Ach du Kacke. Ah, das reicht trotzdem. Access granted. Und Munition und Schockminen. Und alles mögliche. Ja, das ist alles voller Waffen. Betäubungspfeile. Ja, immerhin. Immerhin etwas. Und der Lüftungsschacht hier, ich glaube, das ist der, den wir vorhin genommen haben. Aus dem Kontrollraum heraus und zu den Geschützen. Ja, alles klar, dann ist hier, glaube ich, nichts mehr von Bedeutung. Dementsprechend... Boah, wie hat Adam das eigentlich überlebt, wenn der komplett pulverisiert wurde, wenn hier alles in Flammen steht, da hinten ist kaputt, da oben brennt. Außer natürlich das Sonnereisen, dass es beim Kampf quasi kaputt gegangen ist. Das könnte so natürlich auch sein, weil wenn die Granate das alles angerichtet hat, dann würde Adam eigentlich auch nicht mehr überleben. So, nehmen wir mal den Aufzug rauf. Den zwei Typen vorhin auch genommen haben. Also der Typ und die Typin. Die wahrscheinlich beide, die einer Boss des Spiels sein werden. So, wir sollen also nach Shanghai, glaube ich, hat er gesagt. Wir müssen jedenfalls nach China. Das wird unser nächstes Ziel. Und ich glaube, wir werden dort wieder sehr viele Erkundungsfolgen haben. Und ich bin hier genau da, wo ich angefangen habe. Es ist einfach hier irgendwo da. Da ist einfach so eine Tür. Da hätte ich einfach durchgehen können. Oder wäre ich da gewesen? Oder wie? Ja, wahrscheinlich war die Tür geschlossen. Verschlossen. Nicht benutzbar. Dann man sich aber schön durch die Firma schleicht, aber trotzdem, ganz ehrlich. Okay. Wo gehen wir als nächstes hin? You ready to get out of here, Jensen? Ja, ich werde dich verkaufen. Take us back to Sarif Industries. None too soon, if you ask me. Strap in and hold on. Zu Serif Industries und einmal Bericht erstatten. Dann verkaufen. Hier, Jenny Alexanders Mission abschließen. Das müssen wir auch noch machen. Und dann geht's, glaube ich, nach China. Da sind wir erstmal mit Detroit fertig. Bin mal gespannt, was mit O'Malley jetzt noch passiert, bevor wir losfliegen. Jensen, I need to speak with you. Meet me in your office right away. I'd love to, Francis, but I have to debrief Sarif first. I suppose you could, or you could hear what I have to say and see if that doesn't change things. Pritchard out. Ja, der liegt doch quasi auf dem Weg. Der Pritchard, dann werde ich doch mal zuerst zu ihm gehen. Wo ist der oben? Glaube ich, da hinten nämlich. Moment. Ach, ist bei uns im Büro. Ich dachte, er wäre bei sich im Büro. Was gibt's denn? What do you want?
As much as I hate to admit it, I need your help. That signal you shut down in DRB territory. It's been active for almost a year. You're telling me someone outside this company has had access to our network since before the first attack? I've detected intrusions before and shut them down swiftly every time. But whoever designed this particular algorithm is good. Very good. You've told Sarah? See, here's the thing. The intrusions were possible because of a backdoor access into our security system that I never even knew existed. The one Sanders' team used to get inside our plant. I've worked here for 7 years, Jensen, and this is the first time I've seen that particular access route. David Sarif created it specifically to bypass the firewall. He's hiding something, and I think you should find out what it is. Why me? Because, as far as I can tell, Sarif created that access and was streaming a lot of data through it shortly after your ex-girlfriend suggested he hire you. Und wieder wird es ein wenig verdächtig, was Sarif angeht. Und was seine genauen Absichten sind. Sicherheitshub hier. Gibt es vielleicht noch E-Mails? Ich glaube, ja. Ne, das kennen wir schon. Das ist das mit den Neuroposien. Das ist neu. Ja, Jensen, willkommen zurück. Man hätte nicht gedacht, Sie so schnell wiederzusehen. Können Sie mir einen Gefallen tun? Ich bin im Moment nicht im Büro. Sarif lässt mich seit etwa einer Woche in den Übergangslabors arbeiten. Aber als ich anrief, ob es was Neues gibt, meinte Cindy, in ein paar Büros wären eingebrochen worden. Das ist ja wohl das Letzte. Können Sie bei Gelegenheit mal einen Blick in Zimmer 30 werfen? Ich will nur sicher gehen, dass keiner meiner Sachen durchwühlt hat. Danke, Mann, das wäre echt klasse. Der Zugangscode lautet übrigens 0250, wenn Sie was wissen. Zimmer 30, da schaue ich mal kurz rein. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich da eigentlich schon war. Vor einigen Folgen, als ich Sarif Industries mal ganz genau unter die Lupe genommen habe. Ja, die Tür ist nämlich schon offen. Ach, das meinst du mit Einbrüchen? Nein, ich glaube, ich hatte keine eingebrochen. Und ich war das ganz bestimmt nicht. Das kannst du mir glauben. Wo muss ich denn jetzt lang? Da muss ich lang. Alles klar. Hör auf zu Sarif und ihn mal zur Rede stellen. Aber wahrscheinlich wird er uns eh nichts verraten. Ich glaube, er war nämlich bisher noch nie ehrlich mit uns. Excuse me. Mr. Jensen, isn't it? Sir, you have that charity dinner? In a moment, Isaiah. I was hoping I might run into you, Mr. Jensen. Bill Taggart. The founder of the Humanity Front. I know who you are. Yes, I imagine you do. As David Sarif's top security man, I imagine you have quite the file on me. But I assure you, Mr. Jensen, I am devastated by recent events. Really? I do not support what you and your company are doing to mankind. I believe it's extremely dangerous. But abolishing human enhancement technologies will only be achieved through legal means. I'll keep that in mind. This is your first day back since the accident 6 months ago, isn't it? Sir, we have to go. What happened to me was no accident. Ah, my mistake. But it must have been stressful facing down a second incident so soon. I imagine it brought back all kinds of unpleasant memories. Ja, worauf willst du hinaus? I appreciate your concern, Mr. Taggart, but it was nothing I couldn't handle. I'm a psychologist, Mr. Jensen. I know when a man is hiding behind words. The flesh may heal, but the mind is not always so resilient. You might want to keep that in mind. Now, if you'll be so kind as to excuse me. Was bezwecken Sie mit dem Auftritt hier? Das würde ich auch gerne wissen. Sie haben Mut herzukommen, wie kommen Sie darauf, dass Sie willkommen sind? I'm curious about something, Mr. Taggart. What is it you hope to accomplish by coming here tonight? I would think that would be obvious. Your company has been viciously targeted. The violence and bloodshed that's occurred, it must
be stopped. But I'm afraid it won't be until men of wisdom and understanding come to an agreement. About what? About the future, Mr. Jensen. This enhancement technology threatens to change the course of human evolution, to redefine what it even means to be human. You think governments can afford to let that go unregulated? You can't stop progress, Mr. Taggart. Perhaps not. But neither can we afford to sit by and watch it happen on its own. Not when we have the ability, the collective will, and foresight to influence it. I see. Thank you for illuminating me. Anytime. Die Antwort war ja auch überhaupt nicht sarkastisch gemeint. Aber ich weiß ja nicht, was der so wirklich hier vorhat. You're Taggart's aide, aren't you? Dr. Isaiah Sandoval, isn't it? No need to play ignorant, Mr. Jensen. I am quite sure you have a file on me that's as thick as the one you have on Mr. Taggart. You're an outspoken activist in your own right, Dr. Sandoval. When you have seen the things that I have, you find you have no choice but to stand up and be counted. Frankly, I am surprised an ex-cop like yourself isn't more disturbed by the dangers of this technology. Augmentations help a lot of people, Doc. Handicapped, war vets. Yes, but at what cost? My own friend had his life ruined by these so-called enhancements of yours. A man much like you who had no choice but to become augmented. Yet once he was... Too much power can make you do terrible things, Mr. Jensen. I suggest you think long and hard on that. Das habe ich mir ja auch schon gedacht. Dass Augmentierung die Menschen auch so verändern kann. Aber ich würde gerne mehr über Ihren Freund erfahren. Was genau hat er getan? I'd like to hear more about your friend, Dr. Sandoval. What exactly did he do? Nothing. Was he injured in the Gulf? He went on a rampage in a shopping mall, if you must know. Hoping to be gunned down by the police, rather than face a lifetime battling augmentation addiction. He was addicted to augments? They don't talk about it in those corporate brochures of yours, do they? Neuroposine dependency, rejection psychosis, any number of physical and psychological ills have resulted from this technology, and yet we rarely hear a word about them. I'm sure the literature is out there. No thanks to the throng of corporate lawyers attempting to stop it. Your friend, did he succeed? Did he suicide by cop? No. Bill Taggart talked him down. Ach, Bill Taggart ist so ein guter Mann. Isaiah Sandoval, IS. Den haben wir doch nämlich mal in einem PDA Firma gelesen, nämlich hier von WT an Erster. Das ist wahrscheinlich der, habe ich schon wieder vergessen, wie der heißt, komischer Name. Hören Sie es nicht der Schuld, Sie können nicht an, wie weit der Mann gehen würde, um die Leute zu blablabla. Chirurg. Das heißt, der Dr. Isaiah Sandoval, der war in der FEMA-Anlage, genauso wie William Taggart. Die Nachricht stammte nämlich von WT, William Taggart. Also hat Taggart auch etwas damit zu tun. Aber was genau? Es sind immer nur so kleine Hinweise, dass irgendwer am Dreck am Stecken hat, aber was genau wird uns nie gesagt. Und jetzt kommt der nächste, der Dreck am Stecken hat. Vermutlich. So ein bisschen. Boss, we need to talk. Is something wrong? I'm not sure. Did you set up a private access route to bypass the company firewall right before you hired me? I what? Pritchard said someone's been using it to access our system since before the first attack. The security measures he and I set in place never stopped them because we didn't even know the loophole existed. Oh, I see. Frank's fixed that, though, right? He has now, but he's wondering why you never mentioned it. Frank's paranoid, Adam. You know that. Can a busy man forget things once in a while? You streamed an awful lot of data through that portal, boss. Right before you brought me on board. Pritchard may be paranoid, but I gotta admit, I'm wondering what was in it too. Yeah, as an ex-cop, I guess you would. But the important thing is you found the hole and plugged it. We're secure now.
And the information you uncovered in that FEMA facility may actually help us track these guys. So let's just stay focused on what's important. Ja, das klingt überhaupt nicht nach billigen Ausreden oder sonst was. Der verheimlicht eindeutig etwas. Was mir gerade aufgefallen ist, was ich irgendwie doof finde. Die Gespräche zwischen Adam und anderen Leuten sind manchmal aus der dritten Person gezeigt und manchmal aus der ersten Person, aus Adams Sicht. Das finde ich schade, dass das nicht konsistent ist. So beschwichtigen. Natürlich, sie haben recht und vielleicht färbt Paranoia wirklich auf mich ab. Adam, are we done here? Gleich. Ich fand nur den Zeitpunkt so seltsam. Direkt bevor sie mich angehört haben, könnte das nicht mehr als ein Zufall. Das bringt mich nämlich auch wieder an meine Vermutung, dass das Adam Patient X ist. Und dass er auch aus diesem Grund hierher gebracht wurde. Und hier eingestellt wurde bei Surf Industries. Neu konstatiert, das will ich ja, glauben Sie mir. Ich will die Kerle unbedingt fassen, genau wie Sie. Aber dieses Lecke schuld an allen unseren Sicherheitsproblemen, einschließlich dem von heute, wenn ich die... So, I guess we understand each other now. Wenn ich die Typen auffallen soll, muss ich wissen, auf welche Daten sie Zugriff hatten oder Verteidigung. Sie haben diese Sache hinter meinem Rücken durchgezogen. Boss, bei allem Respekt, ich soll hier für Sicherheit sorgen, aber wie soll das gehen, wenn sie nicht hundertprozentig ehrlich zu mir sind? So, da wir hier wieder die Option haben, denke ich, dass wir, wenn wir die richtigen Antworten geben, mehr Informationen mehr Informationen erhalten können von ihm. Of course, you're right. And maybe Pritchard's paranoia is rubbing off on me. It's just that the timing seems so strange, right before you hired me. Don't you think it might be more than a coincidence? I guess I can see why you'd think that, given everything you've been through recently. But there's something you're not getting here, Adam. Business is war, with no clear battleground and no rules to keep our enemies honest. In this company, I'm the commander-in-chief. And I have to be ready for anything, and I will do anything to ensure that I am. Now, I hired you because I needed a general I could trust. One who knows how to obey orders. Das ist nicht unbedingt eine schöne Antwort. Wenn man nur Befehle folgen soll. Beschwichtigen sah eigentlich nicht so gut aus. Vielleicht doch lieber was anderes. Ich glaube, wir kommen gerade etwas vom Weg ab. Wenn ich diesen Krieg für sie gewinnen soll, muss ich wissen, welche Informationen der Feind erhalten hat. Ich muss den Inhalt des Datenstroms kennen, falls darauf zugegriffen wurde. Ich denke, ich habe mich heute bewiesen und der einzige Grund, warum ich mir wegen der Hintertür Sorgen mache, ist, dass der... Adam, are we done here? Also die Unterbrechung, die stören ja schon. Und der einzige Grund, warum ich mir wegen der Hintertür Sorgen mache, ist der, dass jemand auf die gesendeten Daten zugegriffen haben könnte, zurückverfolgt und gestohlen von den Männern, die uns angegriffen haben. Keine Ahnung. Boss, I think we're getting sidetracked here. If you want me to win this war for you, I need to know how badly we've been compromised. I need to know what was in that data stream, in case our enemies accessed it. No, Adam. I am not getting sidetracked. I'm trying to give you a message, but apparently you can't take a hint. You disappoint me, son. What happened 6 months ago was a tragedy, plain and simple. I realize you lost more than most of us that day. But I can't have you overreacting like this. Questioning me about things that don't even matter. Megan believed in you. Can't you just leave it at that? Jetzt will er schon wieder Megan gegen uns ausspielen. Ich versuche einfach nochmal neu konzentrieren, aber ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich glaube, ich würde ihm Informationen abgreifen können, aber ich schaffe es nicht. Megan? Boss, what does Megan have to do with any of this? I thought we were discussing a security breach. We were. She doesn't. I mean, Adam, you're missing the point. If I'm reluctant to share the data with you, it's because there's legal issues involved. Every company has its secrets, son. And Megan's research was a big part of ours.
but the data I streamed has nothing to do with her. It wasn't even proprietary in nature, so I don't want you wasting any more time harping on it. The shareholders expect me to take care of it, and I will. So leave it to me to deal with from here. Ich glaube, das funktioniert nicht. Auch wenn wir ihn erwischen, dass der sich irgendwo reinredet, wo er gar nicht hin will. Ich probiere jetzt einfach nochmal neu konzentrieren. Adam. Ja, warte mal, ich muss noch kurz überlegen. Ja, ich probiere es nochmal neu konzentrieren und wenn es nicht geht, naja, dann Pech gehabt. Ich weiß ja, ohne die Argumentierung, dass man Leute lesen kann, komme ich hier leider bei ihm nicht so gut durch gerade. Bei manchen kann man die Reaktion ja ablesen, aber bei ihm schaffe ich das nicht so. I would like nothing better than to trust you with this, boss. But trust is a two-way street, and the way you've handled this entire conversation so far makes me think that it's you who isn't trusting me. Why, boss? What is it you're so afraid to tell me? I'm not afraid to tell you anything, Adam. But neither will I be treated like some two-bit suspect you've just hauled in off the street. You're not a cop anymore. You work for me. Try not to forget that. Jetzt habe ich... Are we done here? Because we still have to discuss our next move. Jetzt seine Reaktion. Am Ende habe ich gesehen, dass ihm das, was ich gesagt habe, nicht gefallen hat. Also vielleicht gibt es gleich noch ein Autosave irgendwo, den ich laden kann, dass ich vielleicht mehrere Antwortmöglichkeiten durchprobieren kann. Ich weiß es nicht. Vielleicht mal gucken. Jedenfalls erstmal, bis wir die zweite Sache mit ihm besprechen. Here, this is for you. It's a corporate passport encoded with your biometrics. I've set up a false flag routing which should get you to Henshaw Island without any problems. You're sending me to China? What about FEMA? FEMA's got nothing to do with this, trust me. We'll have better luck in China. How can you say that? I saw the bastard who killed Megan pulling his men out of that facility. I left one of those men dead in its underground storage bay. I know that, Adam. Frank was monitoring the whole thing. So I also know that before he died, that man gave you an address in China. I want you to check it out. That doesn't make any sense. Look, Adam. There's a reason this company's under attack. You think it has to do with the Typhoon or with some other top-secret military project that I haven't told you about? The thought had crossed my mind. Yeah, well, it doesn't. The work Megan's team was doing before they were killed, it was redefining what it means to be human. This company, Seraph Industries, was about to lead mankind to its next stage in human development. Self-controlled evolution. Can't you see how scary that can be to some people? Sure. I also see how lucrative it can be for some others. It's never been about money for me, Adam. But you're right. There are people out there who don't exactly feel the same. Like who? I'm hoping you'll be able to find that answer for us in China. So get going. Farida's prepping the chopper. Was versteckst du von uns? Seraph, David Seraph. Ich glaube, das wird bis zum letzten Teil des Spiels auch nicht wirklich geklärt werden. Vielleicht schaffe ich es einfach nicht, aber das habe ich ja schon gesagt, dass ich das ein bisschen doof finde, dass uns quasi nur ein Hinweis gegeben wird, dass jemand verdächtig ist, aber weiter wird nicht drauf angegangen und wir können uns quasi nicht so wirklich eine gebildete Meinung bilden. Also wir können irgendwie nicht so wirklich schon mal drauf kommen, was eigentlich so abgeht. So, nochmal kurz zu Jenny Alexander, bevor wir nach China fliegen. Und Sachen verkaufen. Ich werde das einfach mal wieder so lösen, dass ich, da die Folge jetzt schon wieder eine Weile geht, dass ich den Weg zu Jenny rausschneiden werde. Und unterwegs werde ich auch noch ein paar Sachen verkaufen und dann sehen wir uns gleich bei Jenny. So, da bin ich wieder. Ich
Ich habe unterwegs noch ein paar Sachen verkauft, aber die Armbrust habe ich noch behalten, falls sie sich zufällig Jenny übergeben muss. Also mal schauen. Did you get everything? We have to get that son of a bitch, Jensen. Ja. I think I have everything. Excellent, Jensen. I knew I could trust you. You identified the shipment completely unnoticed, and my guys got their hands on Double T. Awesome job. What else you got? Wir haben ein Motiv. Ich glaube, Amelie hatte vor, einen Bandenkrieg auszulösen. Wir haben die Armbrust. Oh ja, das ist doch nett. Gut, dass ich die nicht verkauft habe. Beweis, ich habe Amelies Apartment einen kleinen Besuch abgestattet. Gehen wir einfach mal wieder hier einmal im Uhrzeigersinn durch. I think O'Malley's plan was to start a controlled gang war between the derelict row ballers and the Motor City bangers. You might want to check into that. Really? All right, I'll keep that in mind when I review all the evidence. Oh, die Armbrust. Was? Oh, Amelie hat keine Waffe erwähnt. Hier ist die Mordwaffe, die kann ich ihm ruhig geben. Mit den Credits kann ich irgendwie nie so viel anfangen. Here's the weapon used in the dealer's murder. Hope you can make good use of it. You bet, big boy. I've got a feeling O'Malley's guy will become a lot more receptive to interrogation once he knows I can pin this murder on him. Und wir waren auch in Amelies Apartment. I paid a little B&E visit to O'Malley's apartment. I found a stash of illegal drugs. Not much, but enough to get him convicted. Great work. Found something else? I managed to hack into his personal account. I think you might want to check any connection O'Malley has with FEMA. There's definitely something going on there. Good. The more dirt we dig up on that asshole, the better our chances to put him away for good. Got anything else? No, that about covers it. Well, that's it. You did a great job. Here's the stuff I promised you. We've got more than enough to nail him now, and I want to make a move before that son of a bitch gets wise. But I ain't got no backup, and I doubt he'll go down peacefully. You've already done the bulk of the job. You want to put the finishing touches on yourself? Es geht also noch weiter. Ich dachte, wir geben mich hier nochmal kurz ab und dann können wir nach China fliegen. Aber wir wollen natürlich gerne auch nochmal weiterhelfen. It'll be my pleasure. Perfect. My contact tells me O'Malley's gone back to his apartment. Go get him. I'll be waiting for you in the alley near the building once you've taken care of that scumbag. Okay, in dem Fall werde ich die Folge hier mal beenden. Und was haben wir übrigens gekriegt? Munitionskapazität Upgrade. Das können wir auch mal eben benutzen. Und in dem Fall werden wir O'Malley in der nächsten Folge fassen. Und dann sind wir vielleicht tatsächlich endlich mal fertig und können nach China fliegen und dann mal schauen, was uns dort erwartet. In dem Sinne, ich bin Ani, schön, dass du dabei warst. Hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge. Und falls du das Spiel noch nicht kennst, schreib mir doch mal gerne in die Kommentare, was du denn so bis jetzt von der ganzen Sache hältst. Wer ist für was zuständig? Ich blicke da ehrlich gesagt nicht mehr durch. Irgendwie hat wirklich jeder Taggart und sein komischer Chirurg-Doktor hat da. Die haben auch Dreck stecken, die waren da in dem FEMA-Lager irgendwie unterwegs. Sarah verdächtig wie und je. Homeland Security, Polizei, alles ist irgendwie miteinander vermischt, aber ich habe keine Ahnung wie. Also, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich sehen wir uns dann. Ciao.